Hamburg, Farben und Liniennummern. Ursprünglich wurden die Linien schwarz dargestellt, wobei die Verkehrsunternehmen selbst nur ihre eigenen Linien anzeigten. Damit hatten die Kartografen freie Hand, die Unterschiede hervorzuheben, bis die Hochbahn auf die Farbe Rot setzte. Warum Rot, soll später angesprochen werden. Nummern hatten die Linien noch nicht. Sie wurden nach besonderen Eigenschaften und ihrer Lage benannt. Das konnten Gebiete oder einzelne Punkte sein. Von der Hochbahn zur U-Bahn. Schon die Hochbahn hatte Tunnelstrecken, jedoch erhielten diese keine eigenständige Bezeichnung. Bestenfalls wurde an neuen Haltestellen der Begriff Hoch- und Untergrundbahn verwendet, um beide Aspekte zu vereinen. Erst 1947 erhielt der Begriff U-Bahn Einzug. Kandidaten hierfür waren die Strecken Klosterstern-Jungfernstieg, Christuskirche Hellkamp und Rathausmarkt Berliner Tor. Nach und nach wurde die Bezeichnung auf das gesamte Schienenschnellfahrtnetz der Hochbahn ausgeweitet. Blau für die U1. Die U1 war nicht die erste Linie, aber die bisher einzige, deren Verlauf für endgültig erklärt wurde. Die Zweiglinie Ohlsdorf, die Langenhorner-Bahn und die Keljung-Linie hängen mit der Alster zusammen, was durch die Farbe Blau symbolisiert wird. Der Rest folgt dem Grundsatz eine Linie, eine Farbe. Rot für die U2. Rot ist neben Weiß eine der Hamburg-Farben. Die Hochbahn hat Rot als Kennfarbe für die zweite Klasse gewählt. Als Linienkennfarbe sollte es einer Linie gelten, die sich wie ein roter Faden quer durch die Stadt zieht. Die Verbindung Lokstedt-Walldörfer erfüllt dieses Kriterium. U21 und U22 waren Vorbereitungslinien, um der U2 ein neues Mittelstück zu geben. Deshalb wurden diese ebenfalls rot dargestellt. Der Rest ist U3. Die Nummerierung wurde als Gelegenheit genommen, die Ringlinie abzuschaffen. Ein Endpunkt wurde in Barmbek gesetzt, wo Ring- und Walddörferbahn aufeinandertreffen. Am anderen Ende wurde die Horner-Strecke der U3 zugeschlagen. Blau, Rot und Gelb gelten als Grundfarben der Malerei. Die Hochbahn verwendete Gelb als Kennfarbe der dritten Klasse. Da war es naheliegend, auch der U3 die Farbe Gelb zu geben. Da Gelb und Weiß einen geringen Kontrast zueinander haben, wurden schwarze Randlinien hinzugefügt. Da der zeitliche Abstand zu weiteren U-Bahn-Linien an dieser Stelle noch zu groß ist, geht es erst einmal mit der S-Bahn und den Nahverkehrslinien mit S-Bahn-Status weiter. Grün für die S1. Die Fahrt ins Grüne dürfte hier wohl die Farbgebung Pate stehen. Die ersten S-Bahn-Züge waren dunkelgrün lackiert, für den Linienplan wurde ein heller Farbton gewählt. Welche Farbe wohl für den Abschnitt Ohlsdorf-Poppenbüttel gestanden hätte, als dieser noch eigenständig war? Dazu gibt es keine Angaben. Die S10 gilt als Zweiglinie der S1 und wurde deshalb in der gleichen Farbe dargestellt. Die S11 hat zur besseren Unterscheidung anfangs ein Blaugrün bekommen. Später hatten S1 und S11 die gleiche Farbe. Braun für die S2. Ursprünglich ging es darum, eine Kontrastfarbe zu Schwarz und Weiß zu finden. Die Wahl fiel auf Rot. Da aber auch die Hochbahn die Farbe Rot beanspruchte, wurde auf Braun ausgewichen. Entsprechend wurde das Braun auch von der S21 übernommen. Mit der S3 über die Elbe. Ein weiteres Argument für Blau, das jedoch schon vergeben ist. Zudem soll die Linienfarbe einen möglichst großen Kontrast zu Grün einhalten. Violett ist die Lösung. Das fehlende Puzzleteil.
Vermutlich war die Bezeichnung S4 ursprünglich für die Eisenbahn Blankenese-Wedel vorgesehen, jedoch erfolgte die S-Bahn-Verlängerung, bevor dieses Konzept umgesetzt werden konnte. Daher ist offiziell auch keine eigene Farbe dafür vergeben worden. Grün in einem anderen Ton als bei der S1 hätte sich angeboten. Blau-Türkis für die S5. Elbe, Nordsee, Ostsee oder einfach die Kälte des Nordens, all das kommt als Erklärung für die Farbgebung in Frage. Vielleicht sollte aber auch nur die Lage abseits des dichten Netzes ausgenutzt werden. Die tatsächliche S4. Die Ahrensburger Linie hätte zur S6 werden können, jedoch als die Bezeichnung S4 frei wurde, hat man diese genommen. Im Rotspektrum war noch ein Platz frei, den man als rosa bezeichnen kann. Linie S6. Bei der Elektrifizierung der S2 bekam der nicht elektrifizierte Teil die Bezeichnung S6, die zu dieser Zeit gerade nicht in Gebrauch war. Als Farbe wurde ein leicht ins Orange gehender Braunton gewählt. Es wäre vorstellbar gewesen, für weitere S-Bahn-Vorlaufstrecken weitere Nummern zu vergeben, doch dazu kam es nicht mehr. AKN, ANB und EBU. 3 Bahnlinien, die auffällig anders dargestellt werden als der Rest. Die Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster, AKN, wurde mit einer dünnen schwarzen Linie dargestellt, die Alster-Nordbahn, ANB, mit einer Doppellinie und die Elmshorn-Barmstedt-Oldesloher Eisenbahn mit einer Dreifachlinie. Gruppierungen von Haltestellen wurden gebündelt dargestellt. Auch als die Liniennummern von U- und S-Bahn in Kästen dargestellt wurden, behielten AKN, ANB und EBU zunächst ihre Darstellung bei. Übrigens, auch nachdem die Strecke Ulzburg-Bad Oldesloe stillgelegt wurde, behielt die EBU ihr O bei. 1981 wurden AKN, ANB und EBU die Farbe Orange zugewiesen. Auch wurden nun die Linienbezeichnungen in Kästen gesetzt. 1983 dann der Umstieg auf das alphanumerische System, wobei alphabetisch vorgegangen wurde. AKN wurde A1, ANB wurde A2 und EBU wurde A3. Abgerundete Linienschilder für S- und A-Bahn. 1996, zusammen mit der U-Bahn-Verlängerung in Norderstedt, bekamen S- und A-Bahn abgerundete Linienschilder, während die U-Bahn die eckigen behielt. Netzerweiterung 2002. Nicht mehr die Gesellschafter, sondern die Landkreise sollten den Verbundbereich definieren. Zunächst Schleswig-Holstein mit den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Regionalbahnen wurden nicht mehr als S-Bahn bezeichnet, bekamen dafür den Buchstaben R und eine zweistellige Nummer. Die Hauptachsen wurden im Uhrzeigersinn aufsteigend in Zehnerschritten nummeriert, Nebenstrecken bekamen Nummern dazwischen. Auch wurde nun mit Pfeilen das Verlassen des Verbundbereichs markiert. Die Regionalbahnen bekamen die Farbe Schwarz, deren Pfeile grau. 2004 kamen die Kreise Lüneburg, Harburg und Stade, alle Niedersachsen, hinzu. Streckentausch U2-U3. 2009 tauschten U2 und U3 ihre Ostäste. Die Farben wurden mitgenommen. Linie U4. Seit 2012 gibt es die U4. Als Linienfarbe wurde Teal, ein Türkiston, gewählt. Es lohnt sich nicht mehr, nach Gründen zu suchen, da schon so viele Farben in Verwendung sind, dass nur noch ein möglichst großer Kontrast wichtig ist. Neues von der Regionalbahn.
2015 wird ein neues Nummernsystem für die Regionalbahnen eingerichtet. Die regulären Regionalbahnen werden mit RB gekennzeichnet, die Schnellverbindungen mit RE für Regionalexpress. 2019 gibt es eine Bereichserweiterung in Niedersachsen und 2022 tritt der Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein dem HVV bei. Ja, die Linie U5, die habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Die hat die Farbe Karamell zugewiesen bekommen, aber befindet sich noch im Bau und ist deshalb in den offiziellen Plänen noch nicht eingetragen. Und auch eine neue S4 soll es geben. Dafür ist die Farbe allerdings schon früher mal festgelegt worden.